bin jetzt schon sehr in Stimmung, muss ich sagen. Also wandern wir auf den Boden. Beruhigt auch, wenn man sich das anschaut. Hallo ihr lieben So Beautifuls, willkommen bei So Halt. Wir testen hier heute zusammen die Saunadecke. Das soll eine Sauna für zu Hause sein von Quana und ich zeige euch die jetzt mal auf der Webseite, was das überhaupt ist. Also ich kannte es vorher noch gar nicht und bin super neugierig, wie das jetzt funktioniert. Wirklich First Impression, ich habe es noch nicht ausprobiert, wir machen das live hier zusammen. Die gibt es in Schwarz oder auch in Violett und ich denke, wenn ich hier so reingelurrt habe, dann ist meine in Violett gekommen. Packen wir sie mal zusammen aus, dafür setze ich mich allerdings am Boden. Denn das alles hier, ich sage euch, das ist wirklich weitaus zu groß für meinen Tisch. Also wandern wir auf den Boden. Das hier war alles jetzt in dem Paket mit drinnen und wir packen es mal der Reihe nach aus und schauen rein. Zuerst scheint das hier ein Stirnband zu sein, sehr hübsch. Dann ein Tuch, fühlt sich an wie ein ganz dünnes Strandtuch, so schnell trocknend. Und noch ein Frottee-Handtuch, super schönes Design, also ehrlich, so edel. Also Wellness für zu Hause kann kommen. Ich bin jetzt schon sehr in Stimmung, muss ich sagen. Und das hier wird wahrscheinlich eine große Decke sein, so wie es sich anfühlt, oder ein Handtuch. Großes Handtuch, schau mal, ein Saunahandtuch. Das ist zum Reinschlüpfen wahrscheinlich, gell? Wie es auf dem Bild war. Ja, genau, das ist dann wahrscheinlich das Innenhandtuch von dem Ganzen. Oh, und auch hier sehen wir das Quana-Zeichen hier drauf. Sehr schön. Sieht aus wie die Blume des Lebens, oder ist sie das sogar? Also beruhigt auch, wenn man sich das anschaut. Und das ist jetzt das Hauptpaket, wo die Sauna drinnen ist. Schau mal, wie klein man eine Sauna für zu Hause bekommt. Seid ihr auch so Saunagänger? Also ich mache das ja wirklich sehr gerne. Und ein Saunabesuch, also wenn man sich jetzt nur ein einmaliges Ticket kauft, dann kostet das ja schon so um die 10 Euro. Hier kostet eine Anwendung mit dem Strompreis 20 bis 30 Cent, also ein Saunagang. Was wirklich eine extreme Preisersparnis ist, wenn man sich zu Hause dann genauso schön und entspannt machen kann. Hier ist eine Anleitung dabei. Die gehen wir gleich zusammen durch, dass wir auch, wenn wir die jetzt ausprobieren, dass es auch ein Tutorial für euch wird, dass ihr genau wisst, was zu tun ist, wenn ihr sie anwenden wollt. Dieses Spa für zu Hause bringt dir gute Laune, mehr Energie, schöne Haut, Entgiftung, Entspannung, besserer Schlaf, Regeneration und lindert Schmerzen. Also klar, durch die Wärme, die dann einfach super entspannt. Und hier noch eine Dankeskarte. Gut. Wow. Das fühlt sich sehr schwer an und ist aber super praktisch mit dieser Tasche, gell? Weil da kann ich dann danach alles reinpacken und so ist sie schön verstaut im Kleiderschrank zum Beispiel oder im anderen Vorratsschrank. Und das ist die Sauna. Hier ist noch ein Paket dabei. Okay, das ist das Stromkabel, beziehungsweise auch die Steuerung. Hoppala. Ja, ein Adapter ist auch noch mit dabei, falls jemand in einem anderen Land lebt und die andere Stecker haben. Brauche ich jetzt nicht. Bei mir geht der. Also sind es 2 Teile? Nein, das ist ein Teil. Okay, also das kommt in den Strom und das hier kommt wahrscheinlich ziemlich sicher in die Saunadecke rein und dann kann man das hier rüber steuern. Hier ist ein Steuergerät. Man kann einschalten, man kann dann das Level und die Zeit einstellen und dann starten. Jetzt richten wir das mal her und testen es. Also hier seitlich ist ein Reißverschluss, dann kann man sie jetzt mal öffnen und das Handtuch hineinlegen, also das Saunahandtuch zum Reinschlüpfen. Man kann die Decke auch ohne dieses Handtuch benutzen, habe ich gerade nachgelesen. Allerdings würde ich das nicht tun, denn es ist eine Sauna, man soll da richtig schwitzen und dann ist es natürlich schwieriger, die Saunadecke selber zu reinigen als dieses Handtuch. Das würde ich danach einfach in die Waschmaschine werfen und dann ist alles wirklich schön hygienisch.
Man kann dann auch hier von der Seite reinschlüpfen oder von oben dann reinkriechen. Wichtig ist noch, bevor man sie benutzt, muss man sie einschalten. Es dauert 10 Minuten, bis die sich aufgeheizt hat und man soll flach liegen. Deswegen kann ich das jetzt nicht hier so im Sitzen verwenden, wie ich es mir gedacht habe, sondern ich werde sie jetzt hier flach am Boden legen. Auf der Couch oder im Bett auch noch viel besser, ehrlich gesagt. Also das war jetzt gerade am Boden nicht so möglich. Außerdem ist es doch viel bequemer auf der Couch. Deswegen habe ich das jetzt alles auf die Couch umgebaut. Und jetzt müssen wir es einstecken. Und zwar ist hier der Stecker, da kommt das Teil rein, weil die Saunamatte muss sich 10 Minuten hochheizen. Ab an den Strom. Dann stelle ich jetzt mal, muss ich das anmachen? Genau. Level 6. Okay, stelle ich es jetzt auf Level 6. Schauen wir mal nach, was das bedeutet. Die Matte kann 32 bis 62 Grad liefern, also das heißt, Level 6 müsste ja dann über 60 Grad heiß werden. Lassen wir es jetzt mal aufheizen und dann treffen wir uns gleich in 10 Minuten wieder. Ich jetzt da mal in das Handtuch rein. Ich habe sie jetzt lange aufheizen lassen. Ja, sie ist richtig heiß geworden. Ich bin aber auf Stufe 4 runtergegangen, weil ich nochmal gelesen habe, dass für Anfänger Stufe 6 teilweise zu heiß ist. Es fühlt sich sehr, sehr schön warm an, super gemütlich. Man kann hier auch easy reinklettern. Und hier auf der Couch, also beim Fernsehen oder so, stelle ich mir das super schön vor im Winter. Vor allen Dingen, ich bin ja eh so ein Wärme-Junkie. Ja, kann man echt lassen. Es ist super schön warm. Man soll mit Socken reingehen. Ich denke, es liegt daran, weil die Füße sonst so heiß werden, dann fühlt man sich schnell unwohl oder die werden dick. Stand kein Grund dafür in der Anleitung. Ich habe Socken angelassen, man kann auch mit Klamotten hier reingehen. Man kann auch shorts oder auch nackt in das Handtuch gehen, wie man Lust hat oder mit Unterwäsche. Sie empfehlen jetzt für das erste Mal den Timer auf 50 Minuten zu stellen. Die Decke hört dann automatisch auf zu heizen. Und man soll mit 50 Minuten starten, ansonsten kann man so eine Stunde drin bleiben. Das habe ich schon gesagt, 36 bis 62 Grad oder so. 62 ist halt echt schon viel. Und jetzt fühlt es sich gerade an wie eine schöne heiße Badewanne, muss ich sagen. Super schön angenehm. Die Wärme, die hier, oder die Hitze, die Saunahitze, die hier produziert wird, kommt über Infrarotstrahlung. Das sieht man nicht, aber hier sind wahrscheinlich LED-Strahler hier drinnen, die Infrarotstrahlung abstrahlen. Ähnlich wie die LED-Maske tatsächlich. Weil Infrarotstrahlung ist ja auch unsichtbar und wird einfach nur sehr, sehr schön warm oder auch heiß. Oh, ich finde es gerade so toll. Schwitzen tue ich noch nicht. Aber wie lange bin ich jetzt hier drinnen? Vielleicht 3 Minuten, oder? Ja, genau, exakt 3 Minuten. Ich habe hier den Timer an. Ich glaube, mein Mikro war nicht von Anfang an. Das Mikro ist hier, deswegen habt ihr mich vorher ein bisschen schlecht verstanden. Es tut mir wahnsinnig leid. 3 Minuten bin ich jetzt drinnen, schwitzen tue ich noch nicht. Ich denke, das kann aber passieren. Ich merke schon, wie es immer heißer wird hier. Also mir immer heißer wird. Es dauert ja auch ein bisschen, bis der Körper hochheizt. Und ich habe auch gelesen in der Anleitung, wenn der Körper Infrarotstrahlung noch nicht so gewöhnt ist, dann braucht man 2, 3 Anwendungen, bis er sich daran gewöhnt, bis er richtig schwitzen anfängt. Außerdem, wie bei jedem Saunagang, sollte man auf jeden Fall viel trinken. Denn wer zu wenig trinkt, wer nicht richtig hydriert ist, oder? So sagt man doch. Wer nicht richtig hydriert ist, der kann auch nicht schwitzen. Also wenn du genug trinkst, dann hast du auch genug Schweiß. Und das ist ja das, was richtig den Körper reinigt, wenn man so richtig schwitzt. Oh, mega. Ich könnte jetzt so einschlafen. Das ist so schön. Also es fühlt sich langsam auch wie eine richtig schöne heiße Badewanne an. Also richtig heiß. Also nicht heiß in dem Sinne unangenehm, sondern wirklich toll. Du kennst das Gefühl ja auch, wenn du in die Sauna gehst und dich reinlegst. Es dauert ein bisschen, bis dein Körper so richtig alles aufgenommen hat. In der Sauna finde ich es immer echt anstrengend, weil die Luft ja auch so heiß ist, die du einatmest. Das hat man ja bei der Decke gar nicht. Ich atme ja die ganz normale Raumluft hier ein mit meinen 21 Grad oder was es hier ist. Das heißt, da habe ich nicht die Anstrengung im Atmen. Und trotzdem die Hitze um mich rum. Also es ist ein tolles, wirklich tolles Spa-Erlebnis für zu Hause. Ich kann mir das sehr gut vorstellen,
öfters anzuwenden, weil es ja super easy ist. Habt ihr ja gesehen, anstecken, einschalten ist sogar relativ intuitiv selbsterklärend. Und ich liege jetzt auf der Couch, habe hier den Fernseher vor mir. Ich kann jetzt meine Serien streamen und dabei so richtig schönen Saunagang absolvieren. Das ist geil. Also ich mir auch schön vorstelle, mit so einem richtigen Spa-Gefühl einfach Duft aufstellen, eine schöne Musik anmachen, dann ist es ein noch besseres Erlebnis, als wenn man dabei fernseht, muss man natürlich auch sagen. Also Leute, gute Nacht, bis später. Und wenn man das Ganze dann wieder aufräumen will, dann kommt dieses Handtuch, worin man seinen Saunagang gemacht hat und geschwitzt hat. Das kommt natürlich zur Wäsche. Oder wenn du nicht viel geschwitzt hast, dann kannst du es ja auch nochmal benutzen. Dann die Decke abstecken, zuerst vom Strom abstecken und dann hier, so sagen sie es. Und jetzt müssen wir warten, bis sie vollständig komplett abgekühlt ist. Denn wenn man sie jetzt zusammenfalten würde und die ist innen drin noch heiß, dann kann das Schaden nehmen. Also das kann wirklich dann auch kaputt gehen. Also jetzt einfach mal ein bisschen liegen lassen. Ich öffne sie jetzt auch einmal. Wenn man jetzt so drauf langt, mit nackter Haut, ist es wirklich noch viel heißer. Ich hatte ja das Handtuch und meine Hose dazwischen. Echt toll. Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, bis sie abgekühlt ist. Und wenn die dann richtig kühl geworden ist, dann kann ich sie wieder in die Verpackung bringen. Also da war noch genug Platz, das zeige ich euch dann auch. Und da ist sie super schön verstaut und dann wandert sie in meinen Kleiderschrank, bis ich es wieder benutze. Ich finde das Wellness-Erlebnis wirklich toll. Die einmalige Anschaffung rentiert sich auf jeden Fall, wenn du ein häufiger Saunagänger bist. Und man kann halt einfach daheim bleiben. Man muss sein Zuhause nicht verlassen. Das finde ich großartig. Und ich bin immer offen für alle solche neuen Ideen. Ich finde das echt fantastisch und interessant, was es alles gibt heutzutage. Die kannst du hier unten in der Infobox nachshoppen. Alle Infos nochmal nachlesen bei Kornhahn, Preis anschauen und so. Ich habe ja von der LED-Maske erzählt. Schau gleich hier in das Video rein. Findest du alle Infos, wie die wirkt, was die kann. Und die werde ich mir jetzt auch gleich noch auftragen. Und wir sehen uns in dem Video. Bis gleich. Ciao.